ohne Ende. Ohne Ende. Kein Scheiß. Ohne Ende gibt es hier Spots. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. Heute startet Tag 4 zur Vorbereitung des YPC 2021. Tag 1 und 2, falls ihr es nicht gesehen habt, relativ überschaubar. Gestern war ein richtig guter Tag und heute fahren wir das erste Mal in die andere Zone, also in Zone 1. Hauptsächlich wirklich, um ein bisschen zu scouten, um ein bisschen zu gucken. Viele Spots habe ich auch noch nie gefischt, also ich habe mir welche wirklich aus der Karte rausgepickt. Warum ich mir die rausgepickt habe, das seht ihr auf jeden Fall auch noch im Verlauf dieses Videos. Aber ich würde sagen, jetzt starten wir erstmal zu Tag 4 der Mission Vorbereitung auf den YPC 2021. Viel Spaß beim Zusehen. Daumen drücken. So, das Training geht weiter. Ja, das gehört natürlich auch dazu, Social Media nicht zu vernachlässigen, weil ja viele Leute auch gerne wissen wollen, wie es so läuft und wie man sich so vorbereitet auf solche großen Events, wie zum Beispiel den YouTube Predator Cup 2021. Aber erste Stelle für heute ist leider nicht zugänglich. Also ich glaube, es ist nicht möglich, hier vernünftig zu angeln. So, jetzt endlich angekommen an einem Spot, den man auch erreichen kann. Den kann man auch direkt anwerfen von hier. Und zwar haben wir hier eine ziemlich coole Ecke mit einem tieferen Loch von 4,5 Meter. Hier ist auch noch eine Brücke, das heißt, die Brücke bietet auch noch Schatten. Das ist auch ganz cool. Ziemlich viel Struktur, ein paar kleinere Löcher und auch Strömung drauf. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Ich war noch nie an diesem Platz. Ich glaube, dass wenn man hier ein paar Spots rausfinden kann an dem Gewässer, wird man mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit auch seine Zander fangen. Von der Grundbeschaffenheit des Gewässers ist es brutal gut. Ja, unbekannte Stellen bergen natürlich unbekannte Risiken. Somit hat es nicht lange gedauert, bis ich den ersten Abriss hatte. So ist es. Da, das Echolot des kleinen Mannes, direkt vor uns. Der hat wahrscheinlich heute schon mehr Fisch gefangen als ich. Da hat er einen, der Schweinehund. Wobei Schweinehund wird ihm auch nicht gerecht, muss man sagen. Ja, Nummer 2. Jetzt wird neu geknotet und dann wechseln wir mal kurz die Seite. Da gibt es eine Brücke und ich hoffe, dass wir da irgendwie drunter kommen. Und da ist der Timer auch abgelaufen. Es ist auf jeden Fall so, dass ich dem Spot 20 Minuten gegeben habe. Also, wir sind in der Zeit. Leute, ich will ja nichts heraufbeschwören, aber dass das Wasser nach Zander aussieht, war mir schon klar. Jetzt laufen wir hier gerade über eine Brücke und hier schwimmt ein toter Zander, der, ich denke, 90 hat. Ein Riesentrümmer. Wenn ihr an einem Platz seid und vielleicht euer Lieblingsköder zu dem Zeitpunkt keinen Fisch bringt, in den ersten 20, 30 Würfen, auf jeden Fall einmal genau die gegenteilige Farbe montieren. Denn manchmal sind die Fische wirklich picky und reagieren wirklich nur dann auf ganz, ganz grelle Töne oder auf ganz natürliche Töne. Deswegen versuche ich immer genau das Gegenteil dann einmal durchzuprobieren. Ich habe jetzt eben 11 cm und relativ natürlich geangelt mit dem Roach Shad und bin jetzt auf dem Bleak Shad in 9 cm in Lime Chartreuse gegangen. Also genau eigentlich das Gegenteil, relativ schlank, relativ hektische Bewegungen im Schwanzteller, aber trotzdem eine stabile Körperlage beim Schwimmen und aber dann sehr, sehr grell. Wenn das nichts bringt, dann beißt der Fisch nicht, aber dass hier Fisch ist, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Erstmal was anderes probieren.
Und dann später nochmal wiederkommen, weil ich denke, dass also die Tide hier überhaupt noch nicht passt. Und um 14 Uhr ist Hochwasser. Und das ablaufende Wasser würde ich ganz gerne mitnehmen, deswegen kommen wir später nochmal wieder. Und jetzt muss ich mal in den Busch. Wir machen mal hier so eine bescheuerte, aber altbewährte Methode. So, der geht genau bis übers LMAB-Logo, vielleicht 1-2 Zentimeter mehr. Der kommt jetzt schnell zurück. Ich hab's mir gedacht. Spinnerbait. Beste. Zu wenig Druck drauf. Es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt hier 20 Minuten oder eine halbe Stunde zu verschenken. Jetzt versuche ich mal einen Hecht zu fangen. Dafür bin ich an einem mir völlig unbekannten Gewässer. Ich starte hier mit einem kleinen Chatterbait und werde auch definitiv versuchen, Topwater zu angeln. Minimalismus pur, also wirklich eine kleine Box dabei, ab in die Tasche und das war's. So, Kescher dabei. Das ist ganz cool hier mit dem Kescher, der hat hier so einen Haltebügel und den hänge ich mir hier einfach in die Seite und dann passt es. Eine Sache, die ich aber auch noch brauche zum Hechtangeln, ist auf jeden Fall die Zange. Schöne große Doppelgelenkzange. Die kommt hier rein. Kann's losgehen. Heieieiei. Ist das geil hier. Puh. Ein riesen Gewässerkomplex, ganz flach. Deswegen meiner Meinung nach auch eine echte Option zum Topwatern. Ja, Topwater-Angeln ist natürlich eine richtig geile Angelei. Ich fische hier einen Yosuri, einen 100F, wieder in so einem Froschdekor, wie auch bereits in den Trainingstagen zuvor. Dieses Flachwassergebiet hier ist für mich ein echtes Topwater-Gebiet. Hier sind immer mal wieder auch schöne Hechte dazwischen, aber grundsätzlich geht es mir eigentlich darum, nur den Topwater-Punkt zu holen. Das heißt, hier erstmal zu gucken, ob die Fische überhaupt darauf reagieren. Das ist die Kinderstube von ganz vielen Weißfischen und dementsprechend ist hier eine ganze Menge Brut drin und das ist eben extrem cool. Wir laufen jetzt hier einfach mal ein bisschen durch. Ich werde jetzt hier nicht so allzu viele Würfe machen. Hier ist überall Fisch, auch an den Rändern, aber ich werde dann immer so vor so Schilfgürtel oder sowas 3-4 Würfe machen und dann einfach weiter. Ich finde es generell ziemlich nice, muss ich sagen. Und das ist jetzt auch schon wieder so ein Spot, da muss ich einfach 5 Würfe machen, weil das ist zum Topwater-Angeln einfach viel zu gut, als dass ich das auslassen könnte. Weil da vorne sind so überhängende Bäume und das muss ich einfach probieren.
Siehst du, jetzt ist da hinten ein Fisch gestiegen. Ah ne, ist ein Vogel. Okay, ich habe nichts gesagt, wir hauen ab. Ja, wir scouten jetzt noch mal einen Platz. Solange das Wasser noch nicht richtig strömt, haben wir noch ein bisschen Zeit, mal das ein oder andere abzuchecken. Und das werden wir jetzt machen. Ja, schade. Ich denke, es wird sehr schwierig von hier aus zu angeln. Aber es ist mit Sicherheit ein ziemlich interessanter Spot hier. Ja. Besser festhalten. Hier ein 22-Jähriger. Egal, hätte ja sein können. Ja, jetzt fahren wir mal zum nächsten Spot, wo wir ran können. Und da gucken wir uns das Ganze dann auch noch mal an. Und vielleicht ist das was, wo man vielleicht später auch noch mal fischen kann. Schwer zu angeln, zumindest diese Seite. Trotzdem, vielleicht gucke ich es mir mal an. Ist schwer zu sagen. Ey. Ah, komm, wir fahren mal weiter. Ich will nicht sagen, ich habe es gewusst, aber ich habe es gewusst. Toller Wertungsfisch auch. Oh. Voll weggeballert. Super Fisch, auf jeden Fall über 50. Super geil. Voll weggehauen. Jetzt, die fangen halt jetzt an zu fressen, das hat man gemerkt. Also ich war mir fast sicher, dass der Platz hier Fisch hat. Super geil. Oh, das tut gut. Das tut gut, weil man sich den Spot selbst erarbeitet hat. Sich seine Gedanken gemacht hat dazu. Und er dann funktioniert. Das ist total geil. Ist mehr wert, als wenn man, weiß nicht, irgendwie Spots gezeigt bekommt oder so Spots von letztem Jahr anfischt oder so, weißt du. Das ist so geil. Ich bin so happy deswegen jetzt. Ich bin sehr happy, dass das jetzt so funktioniert hat, aber einer ist keiner. Ich brauche einen zweiten. Wir wechseln nochmal. Ein Fisch. Das kann gar nicht. Vor allen Dingen, der hat ihn auch voll weggehämmert. Und jetzt beißt gar nichts mehr. Das verstehe ich nicht. Ich gehe noch eine Nummer schockiger. Jetzt hatte ich ihn. Kein riesengroßer Zander. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil das war die Erleichterung, die ich brauchte. Oh, der hängt aber echt knapp, nur hier vorne.
trotzdem geil. So, das war der letzte Wurf für heute. 17 Uhr, Feierabend. Ich habe mir das als Schicht für heute gesetzt. Ich bin mit dem Tag sehr zufrieden, auch wenn nur in Anführungsstrichen 3 Fische rausgekommen sind. Ich bin zufrieden, weil der Barschspot fast auf Anhieb funktioniert hat. Sofort wieder abgehauen. Ich bin zufrieden, weil ich diesen Platz hier mir rausgesucht habe, ihn anscheinend richtig interpretiert habe und auch erfolgreich gefischt habe mit den 2 Zandern. Und ich bin zufrieden, weil ich eine echte Option habe mit einem Platz, den wahrscheinlich keiner der Teilnehmer wirklich kennt oder auf dem Zettel hat. Und von daher ist der Tag vollkommen okay für mich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein, wenn es heißt Training für YPC 2021. 100.000 Abonnenten sind unser ganz, ganz großes Ziel in 2021. Wir hoffen wirklich, dass wir das noch schaffen. Also, wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert auf jeden Fall den Kanal, empfehlt uns weiter, sodass alle anderen auch unseren Kanal abonnieren können. Glocke an, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Ich bin für heute raus. Ich bedanke mich nochmal fürs Zusehen. Petri Heil, wenn ihr ans Wasser kommt, fangt ein paar dicke und lasst ein paar für mich drin. Bis dann.